So Leute, wir sehen uns mal wieder mit der Mrs. Meyer Nguyen hier wieder. Und ich konnte mir jetzt einfach auch gerade nicht vorstellen, dass dieses Spiel irgendwie zeitbasiert ist oder so. Also wirklich auf Zeit geht, sondern ich denke, dass irgendwas halt noch fehlt, damit er hier mal das Ding rausrückt, da seine Leute das finden. Und habe jetzt nochmal versucht, Craig zu befragen. Da kam jetzt aber nichts. Und jetzt habe ich nämlich Maya und da kommt eine Frage. Also entweder ist dieser Fall einfach ein bisschen durcheinander, dass das hier alles so, dass man das alles so hin und her machen muss. Oder ich denke, der große Fehler war eigentlich, wenn man sich mal überlegt, schon mal, wann wir diese Waffe bekommen haben und wann wir dann auch diese Waffe jetzt am Ende hatten. Gerade diese hier. Ich denke, dann wäre der Fall wahrscheinlich genau das, wenn wir die untersucht hätten, hätte es schon wieder neue Fragen an die Leute gerichtet. Und ich denke, dann wären wir wahrscheinlich damit zügiger fertig geworden, ohne hin und her zu wechseln, sondern alles mal zu verballern, die ganzen Fragen. Aber gut, also hier können wir auf jeden Fall eine Frage stellen jetzt wieder. Wie verstanden sich Andy und Stan bei der Arbeit? They had a lot of history before I got there, you know? Like, they had tensions sometimes, but there was also a bond. Almost like they could read each other's minds or something. By the end of the project, they were mostly staying out of each other's way. And, you know, maybe I'm out of line for saying this, but I don't know why Stan trusted the guy. Word around the office was, Andy's an old school hacker. Ah, What ja. kind of old school hacker? The kind who likes to break into stuff. Recently, I let him install a version of Gut Wrench 3 on my computer. Only since then, my machine's been working really slow. Andy says he did nothing, but I think he accessed my files. Mhm. Ich würde gerne mal Zugang zu seinen Akten, seinen Files bekommen auf dem Computer, by the way. Vielleicht können wir da endlich mal einen Gerichtszuschuss kriegen. Die Fallakte wurde aktualisiert. Wahrscheinlich steht das beim Andy. Genau, dass er ein bekannter Hacker ist. Ja, na gut, dann gehen wir jetzt nochmal wieder zu ihm, denke ich. Ihn haben wir bisher auch noch nicht vorgeladen, ja, weil wir einfach auch nichts gegen ihn haben. Weil er uns auch immer noch nicht seinen Zugang zu dem PDA gegeben hat, by the way. Ah ja. Sind Sie ein Teilhaber von LZP Games? Actually, no, but I should be soon. Stan Ach, ja. promised me a piece of the corporate pie because of my stellar work on Gut Wrench 3. It's not supposed to happen till the game's complete and on the shelves. And that'll be delayed because of this tragedy. We didn't have anything in writing, but there were witnesses to our oral contract. But I'm not the only one who was promised a payday. Let me give you a different file, one that I think you'll be more interested in. It's on my PDA. Aha. Kriege ich jetzt den PDA? Ach was. Aha. Ja, natürlich bin ich nicht berechtigt. Was? Soll ich es jetzt einfach mitnehmen? A detection tool would work better on that. Ja, okay, nee, wir machen den USB-Stick. Wir ziehen uns das einfach runter. Okay. Und wer kriegt dann noch? Aber das ist ja interessant, weil gut, es gibt einen mündlichen Vertrag, das heißt, sogar wenn er jetzt tot ist, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, einen mündlichen Vertrag. Ich habe gerade ein bisschen genuschelt. Das heißt, wenn er tot ist, er wird trotzdem Teilhaber, weil momentan ist ja niemand eigentlich der Inhaber, ne? Du kannst wahrscheinlich jetzt gerade nichts sagen, oder? I've divulged everything I can Ich think of. wollte nochmal kurz testen, nicht, dass ich irgendwas verpasse. So, jetzt erstmal ins Labor. Das werten wir jetzt mal aus. Aber er gibt uns das freiwillig. Interessant. Vielleicht ist er doch unschuldig und vielleicht kann er jetzt wieder jemand Neues beschuldigen. Super, mal, wo muss ich denn jetzt hin? Hier, ne? Gegenstände. Ah, nee, anders. Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das nochmal? Wie habe ich denn das gemacht gehabt? Hier ist die, da ist die Pfeil, okay. Ich dachte gerade, wo ist denn hier unser USB-Stick? Das sind wir bereit zur Ansicht. Press coverage of Gut Wrench 3 is tied to Maya Wynn's payday. The bigger the media splash, the bigger her bonus. However, note that it was encrypted. Andy didn't just get this forwarded. He hacked it. Okay, also Stan hat an Maya geschrieben, betrefft ein neuer Bonusvertrag, vertraulich.
Maja, dein Bonusvertrag ist unterzeichnet und liegt bereit. Komm in mein Büro, um ihn abzuholen. Ich finde es immer noch eine tolle Idee, deinen Bonus an die Präsenz von Gut Wrench 3 in der Presse zu binden. Wenn das Spiel die Aufmerksamkeit der nationalen Presse erregt, wirst du Hunderttausende von Dollar und dir selbst einen Namen machen. Aber das Spiel muss sich auch verkaufen. Du musst es verkaufen. Also leg los. Stan. Okay. Aber wait, jetzt wollte ich noch mal kurz... Ach genau, warte mal, wenn ich das jetzt ja hier so direkt ansehen kann, dann könnten wir ja, dann kann ich euch ja noch mal zeigen, denke ich. Ah ja, das ist die verschlüsselte E-Mail. Hier. Dann müssten wir nämlich das auch noch mal sehen können. Looks like our Vic was busy making friends right up to the end. Außer es rutscht gleich wieder weg. Nee. Hier, das hatte ich euch ja mal gesagt, ne? Dieses, da, komm jetzt her und erledige das. Maja, schon erledigt. Gut gebrüllt, kleiner Löwe, keine Ahnung warum. Du wirst bezahlen. Mhm. Wahrscheinlich gut gebrüllt, kleiner Löwe, wahrscheinlich, weil die sich ja dann so geschlagen haben. Oder er hat ihn ja geschlagen. Da, das ist scheiße, erledige das vor morgen früh. Du bist gefeuert. Das ist natürlich auch geil. Leck mich. So, und jetzt hier an Andy. Bin in 30 Minuten zurück. Bestell mir einen Salat hier sofort. Ganz ruhig. Ich kümmere mich drum. Das ist so... Weißt du, so, ich habe kein Problem, aber die anderen beiden haben voll die Probleme mit ihm. So, ich schiebe das alles auf die. Ich habe das echt das Gefühl. So, was wollte ich jetzt machen? Wir haben das jetzt angesehen. Das heißt, wir müssten jetzt nochmal mit Maja sprechen, ne? Wahrscheinlich. Und sie fragen hier, der hat übrigens wirklich da was gehackt oder wie auch immer. Oder weiß ich nicht, wegen der She's Sache. on her way to interrogation now. Wann bekamen Sie den Marketing-Bonusvertrag? From day one. It was part of the job offer that convinced me to sign up with LZP. I had offers from 2 other companies. Both bigger, you know. But this was a real opportunity to make my mark. And a box of money. Why would a marketing person rate bigger money than the creative side? Marketing is king in the entertainment world. And the game industry is an increasingly bigger part of that world, with marketing campaigns that run to the millions. More sometimes than goes into the game themselves. A great game that sits on a shelf is a flop. A weak game that flies off the shelves is a win. And we're looking at a crime scene that seems designed by a marketing whiz. Aimed at generating a lot of press. Vic posed like the body on the game's poster. Das stimmt, das ist wohl Genius, wahr. really. And here you are with a sweetheart contract tying national press to your bonus. Nicely done, Ms. Wynn. With your expertise as a competition shooter, you know all about weapon adapters. Then you heard about Craig and Stan getting into it, so you seized the moment, killing your pain of a boss, posing him for the inevitable press coverage, placing the assault rifle just right, though leaving a nasty little print behind. Then back to your hotel room. You're right. The killer did me a favor. And I'll probably make money because of the way that crime scene was staged. But I didn't stage it, and I didn't kill Stan. But maybe I can help you. Why don't you take a look at a file I downloaded for you about Andy Penmore? It's on my flash drive. You might get somewhere with it. Aha. Sag mal, jetzt wird's aber spannend. Aber das stimmt schon. Ich finde es aber interessant, dass wir in diesem Fall, wenn wir jetzt hier mal gucken, bei den Rekonstruktionen, dass wir halt echt hier, also zum Beispiel jetzt die Maya gesehen haben, dann, oder hier. This is recent bruising within an hour or 2 of death, revealing a clear knuckled outline with a strange pattern. A ring, perhaps. Okay, da sehen wir jetzt nicht den Craig, aber ich hatte das Gefühl, wir hätten schon mal einen anderen Mörder auch sogar gesehen. Nicht nur die Maya jetzt hier. Vielleicht hier? He didn't back down, even when you punched him. Nee, das ist nur die Schlägerei. And then ripped your shirt as you flipped. But you went back for your gun instead. Da. With Stan gone, LZP would turn Da. to you. You'd put the company back on track. Also das finde ich jetzt in dem Fall interessant, dass wir halt jetzt schon 2 Rekonstruktionen hatten mit jeweils wirklich 2 Verdächtigen auch drin. Nur der Andy nicht. Aber jetzt haben wir eine Datei von ihm und das müssen wir jetzt erstmal abchecken. Danke, Maya. So, wir haben ja auch so viele Gegenstände. Achso, das ist aber hier bei Dokumente und Fotos. Aber auch so viel hier. Computerdatei. Ich bin gespannt. E-Mail-Datei. Let's run this evidence by brass. Okay.
Von Stan an Maya. Betreff Maya, das ist streng vertraulich. Maya, ich habe einigen bei LCP, inklusive Andy Penmore, gesagt, dass ich überlege, ihnen eine kleine, aber lukrative Teilhaberschaft anzubieten. Eines Tages werde ich das Versprechen vielleicht einlösen, aber fürs Erste zählt für LCP nur der Erfolg von Gut Wrench 3. Bis dahin stelle ich alle Gewinnbeteiligungen zurück. Ah ja, um deinen Bonus zahlen zu können, der dir vertraglich zusteht. Alles hängt davon ab, also verdiene dir deinen Bonus. Stan. Aha. Und dann macht es Andy, legt den so hin, damit Maya ihre Kohle bekommt, sich das Spiel gut verkauft und er dann Teilhaber wird. Boah, aber wie assi ist das denn? Oder? Also ich meine, ich tippe jetzt immer noch mehr auf den Andy. Es tut mir sehr leid, aber gut. Ihr wahrscheinlich auch, denke ich mal. Ihr könnt mir auch gerne sagen, also, ne, immer zwischen den Folgen, das sage ich jetzt vielleicht ein bisschen spät, auf wen ihr so tippt und so. Ich habe bisher, glaube ich, bei dem Spiel erst 1 oder 2 Kommentare bekommen, einen dann so zum Inhalt. Nee, es würde mich sehr freuen, wenn ihr so ein bisschen miträtselt. So, ich mache mir auch zwischendurch meine Gedanken. So, Brass will das überprüfen oder was hier, ne? Also gehen wir zu Brass. Was sagt der? Hat der vielleicht jetzt endlich mal... Ah ja. Haben Sie Fortschritte bei der Suche nach der Tatwaffe gemacht? Catherine gave me the heads up on this development. Our convention center security pals used a metal detector around where that cell phone was recovered. Here's your adapter. Oh, you're gonna love this. Turns out both of these items were within 30 feet of Lander's car. Landers. Das ist Craig, ne? Aber das werde ich nicht lieben, weil das passt überhaupt nicht zu meiner ganzen Theorie. Da ist mein Fingerabdruck. Da ist ein Fingerabdruck. Aber erstmal, ich habe keine weiteren Fragen. Ich muss ins Labor. Und ich will jetzt erstmal, bevor ich den Fingerabdruck mache, möchte ich jetzt sehen, ob das das Richtige ist. Wird es aber wahrscheinlich sein. Aber ich muss ja eindeutig das zuordnen. So, die 45er, genau. Und dann den richtigen Adapter. There's more to do with this evidence before we can process it. Okay, wir müssen erst den Fingerabdruck davon nehmen. Hier, schade ich jetzt gerne mal. Aber klar, dann, sonst könnten wir den ja vielleicht kaputt machen, verwischen, wie auch immer. So, wenigstens ist der ganz. Das ist schon mal gut. Auf dem Handy der. So, darf ich das jetzt vorher, bevor ich den überprüfe? Es würde mich sehr interessieren und euch bestimmt auch. Aber, halt, das ist die falsche. Falsche. So. Ich will es jetzt erst wissen, ob das jetzt hier wirklich stimmt. Aber es wird stimmen und wir müssen es ja aber wirklich trotzdem auch machen, dass wir sehen, ob das korrekt ist hier. Ob das passt. Good job. Next stop, Ballistics Lab. Und das ist wohl bestimmt eindeutig. Dann gehen wir hier nochmal rüber. Wir haben die Kugel aus der Leiche, bitte. Nein, falsch, das möchte ich gar nicht hier. Obwohl ja mit dem Handy müssten wir auch immer noch irgendwas machen können. Theoretisch. Weil irgendwie ging da ja, das war ja auch noch nicht richtig markiert gewesen. Naja, egal. So, die Kugel aus der Leiche. Ja, und jetzt mit dem Adapter. Warte, das war das so korrekt hier? So. Ja, einwandfrei. Yeah, and that's our murder weapon. Back together again for this special encore performance. Okay, so und jetzt der Fingerabdruck. Komm, gib mir Andy Paymore. Gib mir Andy Paymore. Aber warum? Das ist doch bescheuert, ey. Goddammit. So. Spuren. Adapter. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr, wie die aussahen. Andy. Andy. The evidence suggests that Andy Penmore had possession of Stan Everston's cell phone. And now we have Andy's fingerprint on the gun adapter, tying him to the murder weapon. Gerichtsbeschluss. Ich dachte es mir. Aber das ist doch auch echt crazy, wenn man sich mal anschaut, auch das Beweisdreieck. Ja, jetzt baut sich endlich mal was bei ihm auf. Aber schau dir mal an, das wäre ja fast gefüllt gewesen hier. Aber das ist natürlich, das bringt ihn dermaßen, nicht die beiden.
aber halt ihn mit der Tatwaffe von dem Tatort hier. Das ist ja... Ja, so, Brass. Kann ich einen Gerichtsbeschluss bekommen? Für Andy Penmore. Ein Haftbefehl für Andy Penmore. Andy's prints are on the Vic cell phone and on the murder weapon adapter. Time to stop all the games and play for real. Let's arrest this guy. Davon mal abgesehen, dass der Fingerabdruck ja auf dem Handy leider nicht überprüft werden konnte, ne? Möchte ich nochmal dazu sagen. So. Upsala. Ich kann hier drehe gerade rum. Haben Sie in der letzten Zeit so viel gearbeitet wie Maya? As much, more. Try 8 days in a row. My eyes are burning right now from sitting at a monitor, making this game fly. Was that what you bargained for? Actually, yes. Everybody in the game industry knows that long hours is part of the deal. I'm in this field because I love it. I'm a lucky guy, making games for a living. Haben Sie dieses Dokument von Stan gesehen? What is this, some stupid attempt to entrap me? It's no fake, Andy. Well, then Stan Everston was a fake. If this is true, he was planning to renege on my piece of the action. Bastard lied to me. Stimmt, er wusste ja nicht, das If war I ja... had known this, you really would have a right to look at me as a murder suspect. But I didn't know, and I Ach ja. didn't kill him. Though I'd like to strangle his ass right now. Well played, Andy. But a gifted hacker like you? You've Ich known wollte about gerade that sagen, email all along. darum, er wusste das You're doch 100 reaching, Pro. but you aren't touching anything. Read my lips. I never saw this stupid thing before. Anyway, when Stan was killed, my stake in the company hadn't kicked in yet. What would I have gained killing that liar? Ja, das habe ich ja vorhin You didn't have a gesagt. stake yet, and you found out you never would. Not unless you removed Stan and brought in witnesses who heard his oral contract to you. Andy, we found the cell phone, we know about the adapter, and your prints are on it. Then there's the little matter of you being the last one to see Stan Everston alive. I wasn't the last one to see him alive. The killer was. You don't play this game at all well, guys, but good luck to you. Everybody's got to start somewhere. Am I free to go? Nein. Wir wissen, dass Sie Stan Everston getötet haben. How could I do that from my hotel room, which is where I was when he was killed? Sure you were. There's no proof of that, by the way, just flimsy setups from you to make us think you were there. If that's the best you can do, I can't wait to see you try to build a case on air like this in court. You're right, we don't have the evidence we need, but we have a lot of testimony. Help us find the real killer, since you're innocent and all. I see. You pretend to ask for my help when you really want me to try to incriminate myself, give you false testimony on facts so you can trip me up. If I don't, then I'm unwilling and you hold me longer. So, I'm game. I'll help you. Okay, well then, who convinced Stan into inviting Craig, persona non grata, to the gun club party? I did. I don't deny that. Who also told Craig to bring his own .22? Who ensured Stan bought and brought his .45? Who researched how weapons work in the real world? Who told Stan there was a last-minute problem with the game, ensuring he would stay late at the demo center? I did, but none of that means I killed him, of course. Well, I'm just getting started. Who knew that an adapter for both a .22 and a .45 would be needed for this coincidence? Who knew Maya not only had a PR bonus, but was also an expert shot? Who was ready with flimsy alibis when the others decided to hook up on an accidental meeting? Who set this whole thing up months in advance the minute you found that email telling you your payday was gone the way of floppy disks? You can't prove that. Das ist von der Brass hat's voll drauf. Das ist, was wir beweisen können. Let me walk you through what we can prove, thanks to your help. By ensuring both the .45 and the .22 would be at the club, you could grab a few of Craig's bullets. When you told Stan there were problems with the game, he gave you the .45 and the ammo to take back to the room while he went to the convention center. You walked through the lobby so the cameras could see you, entered the room, ordered your movie, modified the gun, and then snuck out. Once in the demo room, you cranked up the game audio and shot Stan twice in the chest and once in the head. Then, you staged the crime scene to potentially throw blame on Maya or maybe just some disgruntled fan. Okay. You also turned down the air conditioning to further confuse the time of death. You switched out the adapter, wiped the .45 clean, and returned it to the gun case. Then you grabbed Stan's cell and your second alibi,
and bolted back to your room to order that alibi salad. You wiped off the phone and adapter, and the next morning, you ditched them near Craig's car. Easy to find, right? However, in your haste, you left partial prints on both items. Then it was off to the convention, from one con right into another. You see, Andy, we're not trying to get you to incriminate yourself. You said that you'd help us. The truth is, we don't need anything from you. We know what you did, and we know how you did it. Combined with all the physical evidence we got on you, we have everything we need. No, you'll never make this play in court. Ja, das frage ich mich auch This gerade. murder was all a game to you, wasn't it? But there was a glitch in your programming. It's your sick ego. And that's a bug you'll never get out of your system. That was an interesting case. It's funny. Andy tried so hard to control every detail to cover up his involvement. And since you uncovered that every detail was controlled by him, that was the break we needed. Physical evidence is strong, but it's the context of that evidence to the events that makes it the strongest. Well done. Let's move on to your case evaluation. Ja, die muss jetzt gut sein, ja. Ich meine, ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber... You investigated every possible angle on this case. Doesn't happen often, but I'm very impressed. Papas Liebling, okay. Meister, ich bin ein Meister, ein Meister. Ich wusste es. Nee, also, ich meine, gut, was er schon sagt mit dem Gericht ist, ja, es ist natürlich deswegen schwierig. Ich meine, sagen wir mal so, wir haben seinen Fingerabdruck eindeutig identifiziert auf dem Adapter. Und der wurde für die als Mordwaffe verwendet. Das müsste er halt erstmal erklären, warum da sein Fingerabdruck draufgekommen ist. Solange er das nicht erklärt und sagt, ja, hier und der war von Maya und sie hat mir den mal in die Hand gelegt oder... Ne? Aber würde er sowas sagen, wäre es doch wirklich schwierig. Wir haben einen Teilabdruck, der nicht zu identifizieren ist auf dem Handy. Er hat mal gesagt, er hätte zwar, glaube ich, Stans Handy auch gehabt, aber darum? Dann wäre es ja sogar logisch gewesen, wenn da sogar ein Fingerabdruck von ihm drauf wäre. Er hat eigentlich ein Alibi, er hat diesen Film bestellt, er hat diesen Salat. Eigentlich würde ja alles zu seiner Geschichte wirklich passen. Wie gesagt, nur der Fingerabdruck auf dem Adapter ist das einzige harte Indiz oder der einzige harte Beweis. Ja. Ja, schreibt mir mal, was ihr davon haltet, von dieser ganzen Sache mit dem Andy und so und von dieser Sache, wie ich gerade meinte, dass es vielleicht sogar vor Gericht schwierig wäre oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Und dann geht es demnächst weiter mit, oh Gott, jetzt muss ich euch erstmal die ganzen Parts hier bringen von diesem Ego-Shooter. Ich habe jetzt alles hier nacheinander aufgenommen, abgesehen, dass ich ja gestern mal gestoppt hatte. Dann geht es weiter mit Papas Liebling. Ja, ich freue mich. Hört sich auch interessant an. Bis dahin. Tschö.